Und weiter geht's mit dem Grauen. Jetzt darf ich hier rein. Auch wenn ich ahne, dass hier was Schlimmes gleich kommt. Oh. Flüstern. Macht alles keinen netten Eindruck. Gerade. Eine Küche. Aus dem Abfluss kommt ein unangenehmer Geruch. Okay. Pack den Deckel dahin. Ein Müllbeutel. Haben wir da noch was drin? Nö. Schrank öffnen. Batterien. Ja, man klettert immer auf Schränke, auf Tische, um Schränke zu untersuchen. Ist doch ganz normal. Gott. Ich hasse dieses flackernde Licht jetzt schon. Ach, Ketchup mal wieder. Aber diesmal habe ich kein Fleisch zum Essen. Ein defekter Kühlschrank. Verdreckt mit Fett von jahrelangem Missbrauch. Oh je. Cornflakes-Packungen von vor 500 Jahren. Merkwürdiges Artefakt. What the hell? Tab-Taste. Keine Ahnung, was das ist. Irgendwie komische Statue. Sie sieht fast wie ein Sammlerstück aus. Irgendwas Besonderes anscheinend. Okay. Was haben wir da drin? Auch jahrelanger Dreck. Oh, Speicherpunkt. Gefällt mir. Dieses Gefühl hat etwas Beruhigendes. Als ob es nur ein Problem weniger gäbe, um das ich mich kümmern müsste. Oh. Ah, die CD könnte ich da reinpacken gleich. Mach mal die Tür mal zu. Muss ja nicht jeder mitbekommen, was ich hier mache. Nichts. Batterien, aber immer noch keine Taschenlampe. Okay, das Thema hätte sich erledigt. Auch wenn ich die wieder nicht benutzen werde, weil ich den Leuchtstab am coolsten finde. Und der ewig hält. Dokumente und Artikel, vorwiegend über uralte Sprachen und Übersetzungen. Eine Zeitleiste mit Ereignissen. Ich habe den Text auf dem Bildschirm in meinem Notizbuch abgeschrieben. Na gut, können wir gleich mal reingucken. So, und dann packen wir die CD oder was das ist in den Computer. Auf 3. Die CD ist problemlos reingegangen. Ich sollte sie nun aufrufen können. Welcome to Shelter Research Station, Greenland. Shelter is an almost entirely self-sufficient installation, built in the 70s to further serve the purposes of the archaic elevated caste in their pursuit and defense of ancient knowledge. As a new member of the facility, there are some basic rules you should be aware of in order to be useful to the archaic. Shelter provides living facilities, including a mess hall, gymnasium, and medical bay, in addition to the stipulated array of laboratories, chemical and biological, workstations, excavation equipment, and security. Please use the former at your leisure, but expect to be assigned to the latter with a moment's notice. Second, due to the nature of our work here, should you feel in any way ill, lightheaded, or otherwise mentally incapacitated, do not report to the medical facility. Fasten yourself securely to whatever solid object may be available, attempt to seal all connecting doors, and await retrieval by our trained professionals. In a worst-case scenario, be prepared to swallow your personal cyanide capsule, which will be issued after this briefing. The Archaic hates to lose its treasured staff, but it may be for the good of the operation. We know you will enjoy your work with us. Hatten wir das nicht alles schon mal gehört? Passwort. Seit dem Druck Ihrer Persönlichkeit werden folgende Kennwortänderungen vorgenommen. Oh.
Gut, dass ich hier was liegen habe. Zum Aufschreiben. Tür 456 4167 332 3345 236 1167 126 1123. So. Streng vertraulich, sollte nicht weitergegeben werden. In mein Notizbuch abgeschrieben. Ja, willkommen in der Shelter-Forschungsstation Grönland. Der Shelter ist eine fast autarke Einrichtung, die in den 70er Jahren für die Bestrebung der höheren Kaste des Archaikums errichtet wurde. Das Wissen des Altertums zu erforschen und zu verteidigen. Damit sie sich dem Archaikum als nützlich erweisen können, gibt es einige grundlegende Regeln, mit denen sie sich vertraut machen sollten. Der Shelter bietet einen Wohnbereich ein, schließlich einer Kantine, einen Fitnessraum und einer Krankenstation. Zusätzlich zu einer festgelegten Anzahl chemischer und biologischer Labors gibt es Arbeitsplätze, Ausgrabungsausrüstung und ein Sicherheitssystem. Die 3 erstgenannten stehen Ihnen haben wir das nicht alles schon mal? Stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung. Sollten Sie sich aufgrund Ihrer Arbeit hier auf irgendeine Weise krank, benommen, bla bla. Hey, das hatten wir doch alles gerade eben schon. Gut, das ist aber nicht. Meine Forschungen haben etwas faszinierendes ergeben. Ich habe Aufseher Frisk immer wieder gewarnt, dass ich Zeit brauche, um eine vollständige Textanalyse durchführen zu können. Bevor meine Übersetzung als abgeschlossen angesehen werden können. Er hat trotzdem mit der Ausgrabung begonnen und nun muss er den Preis dafür zahlen. Die Sicherheitsstufe dieser Einrichtung ist derart hoch, dass außerhalb dieser Mauern keine Spur auf sie hindeutet. Nicht einmal die Zentralkaste des Archaikums besitzt Aufzeichnungen über ihre Position. Tatsächlich sind die einzigen Verbindungen zur Außenwelt die Notizen, die ich vor einigen Jahren zurückgelassen habe. Seit der Freisetzung des Virus vor über einem Jahr wurde keine Rettungsversuche unternommen. Nicht eine Person hat versucht, die Einrichtung zu betreten. Kurz vor der Freisetzung des Virus habe ich eine Vertrauensperson eine Nachricht geschickt. Ich kann nur vermuten, dass mein Sohn Philipp die Nachricht erhalten und meiner Bitte gefolgt ist. Egal was hier unten noch passiert, jetzt kann ich zumindest sicher sein, dass von diesem Ort keine Spur übrig bleiben. Dass diese Geheimnisse hier begraben werden. Im Laufe der Jahre habe ich gelernt, niemals Einzelentdeckungen zu überschätzen. Die Informationen, die ich nun besitze, sind jedoch nicht nur für das Überleben unserer Spezies überlebenswichtig, sondern auch für ihre Zukunft. Am Morgen beabsichtige ich als erstes nach Freiwilligen zu suchen, die sich auf den Weg in den infizierten Bereich des Shelters machen. Es wird sich zwar niemand melden, aber ich werde trotzdem alle fragen. Ich mich zuerst zur Bibliotheksforschungsstation aufmachen. Danach sind alles unbekannte Variablen. Danach muss ich einfach meinen Glauben in diese Entdeckung setzen. Wenn ich mich irre, werde ich es kaum durch den Wohnbereich schaffen. Wenn ich nur daran denke, dass ich meine Familie für diesen Ort verlassen habe. Was ist schlimmer? Dass ich etwas so Wertvolles geopfert habe oder dass ich es nicht eine Sekunde länger bereue? Howard La Fresk, Chefübersetzer. Ich habe den Inhalt bla. Gut. Entsperren. 236 hat 1167. Tür aufgesperrt. Howard, mein Vater. Vielleicht ist er noch am Leben. So. Notizen. Gut. Shelter-Übersicht. Kennwortänderung. Gut. Das hätten wir schon mal. Speichern. Daran werde ich mich wohl niemals gewöhnen. Ich ahne Schlimmes, aber ich denke, die Tür, die war gerade eben noch zu und jetzt ist sie offen. Sie ist verklemmt. Noch schlimmer. Wo muss ich denn dann hin? Wieder hier zurück? Sie wird sich nicht nochmal öffnen. Ist hier noch eine Tür? Oh. Fackeln. Und da geht's runter. Aber erstmal gucken, was wir hier noch haben. Nichts. Oder liegt unter den Säcken irgendwas? Okay, da liegt nichts.
Also runter da. Oh, weia. Das erinnert mich schon wieder an die Stelle in Overture. Das ist dunkel. Dieser Korridor ist vor langer Zeit eingestürzt. Aber extrem dunkel. Da werde ich wohl nicht durchkommen. Oh Mann. Die Abwasserkanäle schienen der einzige Ausweg zu sein, aber ich wollte gar nicht mehr fliehen. Mein Vater hat etwas gefunden und ich musste wissen, was, sonst wäre alles umsonst gewesen. Oh Mann. Eingestürzt. War ja sowas von klar. Irgendwas lauert hier. Und da ist schon wieder das Flüstern. What? Was jetzt? Laden? Was lädt der? Hey, das kenne ich woher. Overture. Ich kenne diesen Ort. Ich war schon mal hier. Hä? Ein perfektes Bild dieses Raums. Fast perfekt. Das kenne ich doch alles schon. Da. Stuhl weg. Warum geht die Kiste nicht auf? Eine verschlossene Truhe. What? Was habe ich denn hier? Ich war hier doch schon mal. Aber alles sieht irgendwie ein bisschen anders aus, als ich es kenne. Im Bild sieht es so aus, als ob die Truhe ungefähr hier unter dem Tisch ist. Eine verschlossene Truhe. Ein schweres Holzfass. Was soll ich denn hier machen jetzt? Fast perfekt, ja. Was soll ich denn mit dieser Truhe machen? Ich krieg sie ja nicht auf. Ach, da ist ja auch noch die Schublade. Da ist aber auch nichts drin. Im Bild steht die Dose auf dem Regal. Ein schweres Holzfass. Kann ich die Kiste wieder richtig hinstellen? Noch irgendwas? Der Eimer? Der existiert eigentlich gar nicht. Ich erinnere mich daran, vergessen zu haben, den Mantel anzuziehen.
Und nu? Ich verstehe es einfach nicht. Die Lampe hängt da. Die Dose steht da auf dem... Schon befinden sich 2 Fässer. Ach so. Also muss das Fass auch noch dahin, oder wie? Keine Ordnung ohne Chaos. Aha. What? Ein Bild von... Kann das sein? Von Eiern? Naja. Hier geht's beim nächsten Mal weiter. Bis dahin, ich bin euer MK Indiana Jones.